الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء راشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابه وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل نبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين آمن بالله صدق الله العظيم أيها المؤمنون
inshallah. Anyone doesn't know English can use Sayyid Muhammad translating. Can sit here. Arabic. Oh believers, Juma Mubarak. Alhamdulillah. هذا يوم والحمد لله على دين الإسلام. We are thanking Allah subhanahu wa ta'ala for to create us as belonging to the Ummah of Muhammad and to be able to serve Allah Almighty, to have the chance and to be in this day, this holy day, Friday, mashallah. And now on this earth it is Shaitan. He has a special task, a special task given. He was so angry, Shaitan. Everyone knows what is written in Holy Quran and in other holy books, that he was his main characteristic is envy. He is envious for human being. Therefore he was making an oath to Allah Almighty. He was so dirty speaking to Allah Almighty and saying, I will destroy human beings, or I will bring them away from you. And Allah is saying, you can do as you like, but go away from my presence. I don't want you, because he is I don't want to see you. I give you some time and you can do. And only those who are weak, you may be successful. Other people who have Iman, or they have belief in me, you can never be successful in getting them. So the main characteristic and worst characteristic of a human being also, because everyone has a part of Shaitan, is envy, to be envious. Envious, that is the worst thing, because it's a nonsense thing. Because Allah created everyone same, basically. Yes, it is a nonsense characteristics, but it's the most widespread characteristic and destroying characteristic, to be envious about someone. And a believer, he has belief, and unbelievers, they are only basically envious about the believer. Even they are rich, let's say they are rich and the believer, he is poor, but he will not live in peace, the believer, because he is envious that the believer has something which he doesn't have. He has something which he doesn't have, so he is envious about this. That is why the unbeliever never will live in peace, believers. Even they have everything, even all the world they have, but they are not content that believer is on this earth. That is the situation. So in the end, now they are saying this fighting, that nation is fighting against each other, these people, this group against that group. Yes, but in the end, it will be only basically a fight between believers and unbelievers. When Mahdi alayhi salam is coming, making it clear, and Isa alayhi salam is coming, making it clear, then there's only two groups, and that is unbelievers and believers. And as the prophecies of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam is saying us,
that Dajjal with unbelievers, he will be defeated. Inshallah. And you must not be envious. That is the main thing. There was a great Sheikh, Abu Yazid al-Bustami, from the Golden Chain, and he was going with his murids in streets, narrow streets, very narrow old streets, and they were passing and there coming a dog on the other side, coming a dog, and Abu Yazid is waiting, and then he is stepping aside, making place for the dog to pass, him and his murids to pass, and then he was going on. And the murids were asking him, "Oh Sheikh, you are the grand Sheikh, Waliullah, friend of God, how you make place for this dog?" And he said, that when I saw the dog was speaking to me. It was saying, "Oh, Bayazid, don't be proud. You are a Sheikh, great Sheikh. Don't be proud. We are both creatures from Allah. Both of us. We are creatures from Allah. And as such, we are the same. Allah liked to put me in the form of a dog. And I'm very proud of it. And I'm very thankful to be such an animal created by Allah Almighty. And He created you as a human being. But He is the creator. So don't be proud. Yeah? And then Abu Yazid said, and then I stepped back, I said, let the dog go. Yes, you must not be proud, because that gives envy. Proud and envy, they are together. Everything is praising Allah Almighty, every creature. Another Sheikh, he was saying that if you are feeling better than any creature, a worm in the field, or some earth, or atom, or any animal, if you feel better than any creature from Allah Almighty, you have not smelled the smell of truth. Not yet. Only when you are feeling same with everyone as belonging to creature from Allah Almighty. May Allah help us, inshallah, not to, because Shaitan, he is trying to make tricks, and he is very successful with human beings. He is almost to destroy them. He is successful in this. That is for if someone has a weak belief. Oh, meine Brüder und Schwestern, Juma Mubarak, es ist ein heiliger Tag, Freitag, MashaAllah, und wir sind dankbar, dass wir zur Ummat al-Muhammadi gehören, dass wir in dieser Zeit leben, MashaAllah, und wir sollten uns gewahr werden dessen, dass Shaitan, Ahmed, geh mal dahin, da schlafen welche, trinken Tee da hinten bei den Ziegen, MashaAllah, das ist Juma. Das Juma-Gebet ist sehr wichtig. Wer nicht Juma betet, hier muss hier nicht bleiben. Das ist ein Platz für Juma und Platz für Sikr. Das ist Sauja und Masjid. Wer andere Sachen will, soll anders. Geh zum Jahrmarkt, geh irgendwo hin, wo du hin willst. Wer hier wohnt, der soll hier teilnehmen. Oder soll irgendwo hingehen, wo er das nicht muss oder nicht braucht. Möge Allah uns schützen, inshallah, unser Herzen vor Heedlessness, vor Rafla, also vor Unachtsamkeit. Ja. Und Shaitan sorgt dafür, dass wir unachtsam sind. Adam, a.s., er war im Paradies und er hat nur eine Sekunde einmal nicht gehört. Eine Sekunde war er ungehorsam gegenüber Allah. Einmal. Eine kleine Sekunde hat er nicht aufgepasst und hat auf Shaitan gehört und hat gegessen von dem Baum, was er nicht machen sollte. Einmal. Und dann ist er mit großen Folgen
Ja, die Folgen, die tragen wir noch, sozusagen. Die tragen wir. Ja, die Folgen davon, sozusagen. Er und alle, die danach kamen. Ja. In Wirklichkeit waren wir das. Ja, in Wirklichkeit haben wir ihn dazu. Adam war erst ein Prophet. Ja, das Prophet Allah, der wird nicht ungehorsam. Aber wir kleine Scheatine und Egoisten, wir haben ihm gesagt, schon damals, als Seelen, iss von dem Baum. Ja, ist kein Problem. Hat er gegessen. Und jetzt sitzen wir hier, im Schlamassel, sozusagen. Wir sollten wissen, dass Shaitan uns verführt, sozusagen, und dass es sein Schwur ist, den er geleistet hat, sozusagen, Allah gegenüber, dass er immer versucht, uns wegzubringen vom Glauben, uns zum Ungehorsam zu bringen, damit wir auf diese Art und Weise weg von Allah kommen, weg vom Glauben. Das ist seine Aufgabe. Ja, weil er nicht bereit war, sich dem Adam zu unterwerfen oder eine Zeitstadt zu machen, anzuerkennen. Allah hat ihn aus dem Paradies geschmissen. Er war vorher auch ein Azazel, sein Name war Azazel, dann hieß er Iblis und seine Gestalt wurde hässlich. Allah hat ihn hässlich gemacht und hat ihn weggeschickt. Er hat gesagt, du darfst die Menschen verführen, ich gebe dir die Gelegenheit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann ist Schluss. Ja, so ist die abgehauen. Er ist sehr erfolgreich, Shaitan, die Menschen zu verführen. Ja, er ist dabei, sie zu zerstören und er benutzt, was er immer benutzt, die Fitna untereinander. Ja, er sagt zu dem einen, der ist schlecht, du musst ihn bekämpfen, zu dem anderen sagt er, der ist schlecht, du musst ihn bekämpfen. Ja, er sät Feindschaft, Zwietracht, ist der Zwietrachtsäher, Fitnamacher. Ja, und so schafft er es, ganze Nationen zu zerstören und er ist dabei, die Welt zu zerstören, sozusagen. Ja. Man sagt, dass von 7 Milliarden Menschen 6 Milliarden zerstört werden, getötet werden. Und es ist sein Neid, seine Ureigenschaft ist Stolz und Neid. Er beneidet den Adam, weil er selber etwas wollte, was er nicht bekommen hat. Und es war für Adam, für den Menschen gedacht. Der Mensch ist geehrt, er ist total geehrt. Ja, dass wir erschaffen sind, das ist eine große Ehre. Ja, dass du hier sitzt in diesem Augenblick, das ist eine große Ehre. Ja, wenn wir es wüssten, wenn wir aufwachen würden, dann würden wir merken, dass es eine große Ehre ist, jeden Tag neu aufzustehen und jeden Tag neue Gelegenheit zu haben, sich Allah zu nähern und Glückseligkeit zu erfahren, Freude zu erfahren. Ja, das ist eine Ehre, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Ja, aber Yazid al-Bistami, der hat gesagt, wenn ich sterbe, dann habe ich keine Angst vor der Hölle und auch keinen Wunsch nach dem Paradies. Interessiert mich nicht. Ja, es interessiert mich gar nichts. Das Einzige, worauf ich warte, ist der Moment, wenn ich an die Reihe komme, zur Beurteilung an Yawm al-Qiyamah, wenn dann Allah subhanahu wa ta'ala mich aufruft und sagt, ey Bayazid, diese Ansprache, wenn Allah subhanahu wa ta'ala meinen Namen sagt zu mir, Bayazid, er meint mich, ey Bayazid, das ist Ehre genug für mich. Mehr brauche ich nicht. Hölle und Paradies ist mir egal. Allah spricht einmal zu mir. Was kann es mehr geben? Welche Ehre ist mehr? Dass der Schöpfer mit dir spricht und dich anredet, mit seinem Namen. Ja, das ist die größte Ehre, mashallah. Und wir beschäftigen uns mit shaitanischen Sachen und wir sind neidisch. Und wir müssen aufwachen, nicht neidisch zu sein. Neid ist auch die Eigenschaft des Menschen, die Haupteigenschaft. Ja? Aber Shaitan verführt ihn zum Neid. Ja? Und wir sagen auch, wieso haben wir nicht so ein Auto, der hat einen Mercedes, ich habe nur Gogo-Mobil, gibt es nicht mehr. Ich habe nur ein Dreirad und der hat ein Vierrad. Ja, und dann hat er ein Haus, ich habe nur eine Mietwohnung. Und das
So überlegt man. Ja. Und Allah hat dich erschaffen und du hast die größte Ehre. Du bist eine Seele und alle sind gleich. Davon Allah hat verschiedene Aufgaben, verschiedenen Menschen gegeben und alle sind gleich. Ja. Deswegen ist Neid Dummheit, Unwissenheit. Einfach nur Unwissenheit, nichts weiter. Aber Siddha Bastami, der ist durch eine Straße gegangen, enge Straße mit seinen Schülern, ganz enge Straße, aber auf der anderen Seite war ein Hund, kam ein Hund auch in diese Straße rein und dann hat, aber Siddha Bastami hat dann geguckt und dann hat er Platz gemacht und die ganzen Murid sind an die Seite gegangen und der Hund ist vorbeigegangen und dann die vorbeigelassen. Und die Murid haben gesagt, oh, du bist Großscheich und nahe, intimer Freund Allah subhanahu wa ta'ala. Wie kannst du dem Hund den Platz machen, dass der Hund zuerst geht? Ja. Dann hat er gesagt, als ich den Hund gesehen habe, hat der Hund zu mir gesprochen. Und der Herr sagt, oh Bayazid, sei nicht stolz. Du bist ein großer Heiliger, aber sei nicht stolz. Ich bin ein Hund und ich bin ein Geschöpf von Allah. Du bist ein Geschöpf von Allah, ich bin ein Geschöpf von Allah. Wir sind gleich in dem Punkt. Wir sind beide geehrt von Allah. Ich bin ein Hund, er hat mir diese Form gegeben in meinem Leben und ich bin stolz darauf und dankbar. Jeden Tag danke ich Allah, so, dass ich ein Hund bin, mashallah. Und jeder sollte dankbar sein mit seiner Form, also sei nicht stolz, sagt Bayazid. Und dann sagt der Bayazid, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, ich lasse den Hund muss zuerst gehen. Ja, mashallah. Ja, so ist es. Ein anderer Sheikh hat gesagt, wenn irgendeiner noch sich besser fühlt, nicht nur besser als andere Menschen, das ist ja normal, wir fühlen uns ja ständig besser als irgendwelche anderen Menschen. Ja, sei es materiell, auch im Geistigen, und dann die ganzen Gelehrten, die sind so stolz, aufgebläht, vor lauter Wissen. Wissen macht Blähungen übrigens, also da musste man viel Kümmeltee trinken, also das könnte Blähungen machen und da muss man Medizin nehmen dazu. Und die sind stolz, und sie fühlen sich besser. Alles eine furchtbare Eigenschaft, eine schreckliche Eigenschaft, möge Allah uns befreien davon. Eine grausame Eigenschaft, so hässliche Eigenschaft, stolz zu sein, sich besser zu fühlen als jemand anders. Und besser als ein Hund fühlen wir uns aber auf jeden Fall, das ist jetzt gar keine Frage. Und besser als ein Regenwurm auch. Und der Sheikh hat gesagt, wer sich besser fühlt als irgendein Geschöpf, was Allah auch immer erschaffen hat, und du fühlst dich besser, dann hast du noch nicht den Duft der Wahrheit wahrgenommen. Noch nicht den Duft, von Wahrheit reden wir, den Duft von der Wahrheit hast du noch nicht wahrgenommen. O Schüler, o Aspirant von Spiritualität, geistiger Schüler, du fühlst dich besser als irgendwas? Noch nicht hat dich die Wahrheit erreicht, der Duft noch nicht davon. Ja, so sagen sie uns. Möge Allah unsere Herzen schützen, inshallah. Und dass wir aufwachen und gleich sind mit allen, inshallah. Unter dem göttlichen Namen Ar-Rahman. Alles ist gleich, mashallah. Die Barmherzigkeit Allah gibt jedem. Einem Übeltäter gibt er das Gleiche wie einem Gläubigen, einem Ungläubigen, einem Gläubigen. Gibt er Rahma. Jedem Geschöpf hat erstmal Rahma. Deswegen ist es, wir bitten um Schutz, dass unsere Herzen geschützt werden vor Shaitan, vor Dunya, vor der Weltanhaftung dieser Welt, vor dem Ego und vor Shaitan. Möge Allah uns schützen, inshallah. Muharram ist bald zu Ende. Wir sind noch 5 Tage. 5 Tage, dann ist Muharram zu Ende, kommt der Monat Safar, der Reinigende. Der nächste Monat ist Safar und ist ein Monat, in dem man besonders aufpassen soll, was man tut und keine sinnlosen Unternehmungen machen, sondern so viel wie möglich zu Hause zu bleiben und auf dem Gebetsteppich zu bleiben. Das ist ein reinigender Monat, in dem viel passiert. Möge Allah uns schützen, inshallah, sodass wir nach dem Monat Safar in den sicheren Hafen des Monats Rabi al-Awwal, inshallah, kommen, inshallah. Biiznillah.
ألا إن أحسن الكلام وبر الإيثام كلام الله مالك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في كلام وإذا قرئت القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين